Heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen in meinem Studio in München und heute geht es um das Thema STAG Industrial, die Stag Industrial, ein toller Immobilien-REIT mit ganz vielen super Mietern, die mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz machen und die Quartalszahlen sich gut aus und ich fasse euch das Ganze mal zusammen. Es geht auch schon los. Bleibt dran bis zum Ende. Viel Spaß mit dem Video. Richtig, hallo und herzlich willkommen, wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich sehr. Ihr habt richtig gehört, es geht um die Stag Industrial Incorporation und es ist also ein Monatszahler, der monatlich Dividenden ausschüttet. Das ist ja ein Hauptkriterium bei meinen Aktienauswahlen, die ich treffe. Ich bin jetzt auf die Consorsbank gegangen und habe mal die Stag Industrial aufgerufen. Aktuell haben wir einen Kurs von 29,28 € heute am heutigen Tag und wir gehen aber nochmal auf Seeking Alpha und Seeking Alpha beschreibt den mit einem eigenen Bewertungssystem. Hier liegt die Aktie bei ungefähr $31, ist am Tick gefallen, aber die haben ein eigenes Rating-System, das ist das sogenannte Quant und die genauen Details hinter dem Quant werde ich euch mal in einem anderen Video noch genauer erklären, aber hier ist das Signal auf Buy und aktuell heißt es natürlich kaufen. Die Seeking Alpha Analysten, die also die Stag Industrial durch ihre Analysen abdecken, haben hier eine höhere Bewertung und einen Faktor von 3,7 für Kaufen. Genauso Wall Street Analysten, da ist es sogar bei 3,9 und das Quant Ratio, das Quant Rating der Seeking Alpha Plattform selbst liegt bei 3,97. Also alle drei Bereiche sind hier auf grün. Die Übersicht der Stag Industrial hier und gehe auf den Advanced Chart. Advanced, um einfach mehr sehen zu können und mach mal den Allzeitchart auf. Der geht hier bis 2011, aber die Aktie gibt es schon, ja, gibt es seit 10 Jahren, gibt es jetzt seit circa 12 Jahren und der REIT wurde von Benjamin S. Butcher gegründet. Und da schauen wir auch gleich nochmal nachher bei dem Aktienfinder auf die Details. Die Aktie lag schon mal wesentlich tiefer bei 10 US-Dollar und wir haben uns jetzt raufgearbeitet bis eben zu 31 US-Dollar aktuell. Das Allzeithoch war hier lag 2021 bei 47,66 $ und da sind wir natürlich ein bisschen entfernt. Was aber positiv ist, wir haben uns hier, da gab es mal ein Tief und hier 2020 im März war natürlich der Corona-Crash. Wer da mutig war und zugeschlagen hat, der hat hier eine schöne Performance hingelegt, bis hoch aufgelaufen auf 47 $, aber ist jetzt natürlich auch wieder zurückgekommen, die Aktie. Die Zahlen in der Übersicht herausgesucht und hier haben wir schon den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 und im Überblick sieht das wie folgt aus. Also hier ist eine Auslastungsrate der belegten Fläche 99,0%, sehr hoher Wert zu sein und das ist schon mal sehr gut, die Auslastung. Dann haben wir die Anzahl der Quadratmeter, 117 Millionen Quadratmeter oder Fuß besser gesagt, das müsste man jetzt umrechnen in Quadratmeter. Die sind tätig in 41 Staaten und haben 574 Mieter im letzten Jahr gehabt. Aber viel wichtiger ist, das Cash-Wachstum ist um 17,3% gestiegen. Der FFO, die Funds from Operation Growth, das Wachstum also dieser Kennzahl FFO ist 17,2% gestiegen. Das ist natürlich auch eine tolle, erstaunlich gute Rate für 467 US-Dollar und die Kapitalisationsrate lag bei 5,2%, beziehungsweise es handelte sich um 26 Gebäudeeinheiten. Die Leasing-Aktivitäten waren also 12,2%, Straightline Rent Change 24,3%. Zieht jetzt der Analyst hier folgende positive Punkte. Ich fasse das einfach mal zusammen. Die Stag Industrial hier Status Dezember 31. Dezember gekauft hat in 41 Staaten in Amerika. Hier haben wir eine Operating Portfolio Occupancy von 99% und die Portfolio Occupancy, also die Auslastung, ist
98,5%, also die operative ist sogar noch ein Stück höher. Noch interessantere Zahl ist also für die Immobilien-REITs, so wie die Stack Industrial also eine auch ist, dass die Mietverträge im Wesentlichen kürzer sind als zum Beispiel bei einer Realty Income. Realty Income hat einen Durchschnittswert von circa 9 Jahren bei den Mietdauerverträgen und die Weighted Average Lease Term, also die Zeit für die Mieter bei Stack Industrial, besinnt momentan durchschnittlich 4,7 Jahre. Die Miete pro Square Feet, also SF, beträgt $4,9 und Net Debt to Analyzed Run Rate Adjusted ist 5,2 der Faktor. Die Monthly Dividend haben wir 1,46 US-Dollar oder 1,36 €. Also insgesamt ist die Stack Industrial hier in der Analyse positiv bewertet, auch gerade unter dem Aspekt, dass der Kurs jetzt ein bisschen zurückgekommen ist durch die allgemeine Bankenkrise, die ausgelöst wurde mit der Silicon Valley Bank. Das ist also ein Hauptargument. Was eine kleine Schwäche darstellt, ist die kürzere Laufzeit der Mietdauer von 4,7 Jahren im Vergleich zu anderen REITs. Das ist natürlich ein Risiko, was man mit beachten muss. Die Ausschüttung der Dividende liegt bei ca. 78%, also da ist auch noch Luft nach oben. Warten wir einfach von hier oben, also im Qualitätscheck 12 von 15 Punkten, die Eigenkapitalrendite könnte also höher sein und der Verschuldungsgrad ist bei 40%, ist ein bisschen kritisch zu sehen, also sie haben schon Schulden. Wer auch bei der Stack 2021 im Corona-Tief investiert hat, ist 2021 super gefahren, aber im Jahr 2022 hat es natürlich auch die Stack Industrial zerlegt und circa 27-28% ist die Aktie zurückgekommen und im laufenden Jahr haben wir ein Minus von 5,4%. Ich habe mir nochmal den Value angeschaut, hier den Fair Value mit dem Umsatz, da liegen wir ein bisschen unter der schwarzen Linie, also wir haben hier noch Potenzial nach oben und circa bei minus 15% hätte ich jetzt gesagt, Millionen US-Dollar. Sehen für 22 echt gut aus und starken Abschluss hingelegt, die Stack. Die Dividendencheck ist auch solide mit einer zuverlässigen Auszahlung der letzten 10 Jahre. Also es gab keine Kürzungen und es gab auch regelmäßig Dividendensteigerungen. Der Wachstumscheck könnte besser sein. Also in der Branche ist das Wachstum gerade ist es durchschnittlich und auch teilweise zurückgegangen. Hier müsst ihr den Trend könnt ihr euch nochmal genauer auch gerne angucken auf der Seite. Ich verlinke alles unten auch in die Videobeschreibung. Und jetzt gibt es noch den Robustheitscheck und da haben wir 10 von 15 Punkten, liegen also noch gerade so im grünen Bereich. Ja, der Kurs ist zurückgekommen und ist es auch ein Hauptkriterium, warum ich weiter die Aktie mit meinem Sparplan und vielleicht auch gezielten Einzelkäufen nachkaufen werde. Industrial und das in Auszahlung 12 Mal im Jahr. Hier ist einfach nochmal interessant in dem Chart zu sehen, die größten Hauptmieter. Ich habe das, weil es mal ein bisschen klein ist, einfach nochmal rausgeschrieben in der Zusammenfassung. Gibt eine diversifizierte Mieterstruktur und die Top 10 Mieter haben wie Amazon oder Eastern Metal, American Tire kennt ihr vielleicht oder die Tempo, Sealy International und so weiter und so fort. Die haben ungefähr 10% nur von der vermietbaren Fläche und die restlichen Mieter, die Mehrheit der Mieter, nämlich 83%, hat einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar und 59% der Mieterbasis des REITs hat ein jährliches Umsatzvolumen im neunstelligen Bereich. Und Amazon, also der größte Mieter von der Stack Industrial, hat in Anführungsstrichen nur 3%, was natürlich eine gute Verteilung ist auf mehrere Mieter, nämlich wenn Amazon ausfallen würde und auszieht aus den
Räumlichkeiten, dann kann das sehr gut kompensiert werden. Investieren wollt, dann geht doch einfach mal auf meinen Link und eröffnet ein Depot bei Trade Republic. Das ist kostenlos und ihr habt sogar kostenlose Sparpläne, die ihr auf die Stack Industrial ausführen könnt. Ich habe einen monatlichen Sparplan von 2 x 50 € in meinem Depot bei der Trade Republic. Ihr könnt natürlich auch bei der Seeking Alpha, hier gibt es momentan ein Angebot zu einem Sonderpreis für 92 € pro Jahr, total freien Zugriff auf alle Analysen und Beiträge der Plattform euch heraussuchen. Ich werde aber natürlich immer gezielt weitere Analysen euch zusammenfassen und auch von der Plattform Seeking Alpha gerne vorstellen. Also für mich ist die Stack Industrial ein top solides Unternehmen. Die Dividende ist auch nicht zu hoch, die Ausschüttung mit circa 4,5 bis 4,6% aktuell. Es müsst natürlich die Quellensteuer beachten, wenn ihr wissen wollt, was die Quellensteuer ist. Schaut euch einfach am Schluss meinen Link dazu an, zu dem Video Quellensteuer, das ich da vor kurzem gemacht habe. Dort werde ich es genau erklären. Das war's auch schon in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare unten, ob ihr schon in der Aktie drin seid oder ob ihr in Betracht zieht, die Aktie zu kaufen demnächst, um einen weiteren Monatszahler für eure tollen Dividenden im Depot zu haben. Und ich freue mich, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Video. Danke, ciao, ciao.